Wenn du wissen willst, was man mit einem Schlagschrauber noch alles machen kann, außer Reifen wechseln, bist du hier genau richtig. Also das habe ich nie gesehen. Verrücktes Ding. Das sieht wirklich gut aus, will ich nehmen. Also es wird einer gesagt, ich verlängere den jetzt einfach mal. Mach mal länger. Im Grunde kann man hier in Deutschland doch eine Sache sagen. Schlagschrauber, das unbekannte Wesen. Viele haben Akkuschrauber, aber die wenigsten haben Schlagschrauber. Diejenigen, die aber Schlagschrauber häufiger nutzen, machen damit Dinge, die man gar nicht weiß oder die man gar nicht kennt. Ich persönlich nutze einen Schlagschrauber in der Regel zum Räderwechseln und vielleicht noch für größere Holzarbeiten. Aber wofür kann man Schlagschrauber noch benutzen? Und das schauen wir uns in diesem Video an. Wo haben wir aber unser Material her? Ganz einfach. Wir haben vor kurzem einen Aufruf gestartet für Testen und Bewerten. Das heißt, ihr konntet euch auf diese Geräte bewerben und habt die kostenlos zugeschickt bekommen und konntet ihr hinterher auch behalten, nachdem ihr euer Projekt umgesetzt habt. Wirklich coole Sache. Und da gab es von klein bis groß alles dabei. Die einzige Bedingung war, ihr müsst eine Bewertung schreiben und uns Bilder und im Zweifel sogar Videos schicken. Und das schauen wir uns heute mal an, denn da sind echt coole Sachen mit dabei. Wir fangen bei Werner an. Und Werner hat was echt Wildes gemacht, denn Werner hat seinen Baum oder einen Baum gefällt oder fällt Bäume mit einem Schlagschrauber. Hier sehen wir irgendein Gerät, womit er wahrscheinlich auch im Wald war. Zumindest sieht es recht wild aus, aber hier sehen wir auch seinen Schlagschrauber. Und als nächstes sehen wir nämlich Folgendes, eine Vorrichtung, mit der er einen Keil in den Baum treiben kann. Ja? Also wirklich wild, denn wir sehen hier Folgendes. Die Kettensäge hat schon an sich den Baum durchgeschnitten. Ich bin kein Baumfäller, ja, also dann, bitte verzeiht mir, schon durchgeschnitten und dann, jetzt hat er einen Keil und der Keil muss ja irgendwie da in diesen dünnen Spalt rein. Normalerweise kenne ich das eigentlich, dass du einen Keil hast und den schlägst du mit der Rückseite von der Axt oder mit einem Vorschlaghammer oder ähnliches ein. Aber nee, hier ist es ganz anders. Nämlich der Schlagschrauber dreht dieses Gewinde und hat diesen Keil, den er nach vorne schiebt. Und der Werner hat auch Folgendes gemacht, er hat uns wunderbar nämlich auch ein Video geschickt, wie er mit seinem kleinen Werner, nämlich hier, das macht. Und zwar sehen wir hier auch was ganz Interessantes. Sein Sohn hat den Schlagschrauber in der Hand und wir sehen jetzt, zack, der Baum fällt. Und das Interessante ist Folgendes, sein Sohn ist ja wirklich noch sehr klein und sehr jung und er hat einen richtig starken, potenten Schlagschrauber in der Hand. Und da sehen wir den Vorteil von Schlagschraubern, nämlich, dass sie nicht das Handgelenk anstrengen und dass ergo auch der Kleine hier den Baum einfach so fällen kann. Krass, oder? Die nächste Sache, wo ich nie drauf gekommen wäre, wäre Erdbohrer. Wir schauen uns hier mal das Video an und da sehen wir, wahrscheinlich will er irgendwas pflanzen und nimmt so einen kleinen Erdbohrer, um die Löcher dafür im Boden zu bekommen. Und wie genial ist es denn an der Stelle, erstens einen Erdbohrer zu nehmen und zweitens einen Schlagschrauber. Und du kannst einfach ganz lässig, wie er das hier zeigt, aus der Hand, so zack, 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 deine Löcher bohren und verdrehst deine Hand nicht. Echt genial. Kommen wir zum Klassiker, der Radwechsel. Und ihr fragt mich doch immer, welchen Schlagschrauber brauche ich denn für den Radwechsel? Und jetzt hat der Kollege hier gesagt, naja, ich habe ein etwas größeres Rad und dafür brauche er auch ein, Alter, hier hängt das, Alter, das ist ja kein Rad mehr, das ist ja wirklich, das ist auf jeden Fall ein Traktor oder etwas Ähnliches. Und dafür brauchst du schon einen ordentlichen Kavenzmann wie den hier mit 1600 Newtonmeter, beziehungsweise ich glaube 2000 Newtonmeter Lösemoment hat er hier ordentlich. Wir sehen es jetzt hier auch im Video und er macht zack, 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 zack und ist gelöst. Das ist schon genial, was die können. Wir haben eben wahrscheinlich einen Traktor gesehen, jetzt mal ein ganz anderer Traktor, auch wieder Radwechsel, aber was ist denn das für ein Ding? Also wenn ihr wisst, was das für ein Traktor ist, schreibt es mal unten in die Kommentare. Hier sehen wir auch einen Klassiker, aber richtig krass, was er hier gebaut hat. Wir haben hier eine richtig große Holzständerbauweise. Ich weiß nicht, ob es ein Schuppen wird, das würde ich nicht sagen. Wir haben ja hier Fenster an der Seite, das sieht eher aus wie entweder ein Anbau oder sogar ein Haus oder ein riesiges Gartenhaus, ich weiß nicht, auf jeden Fall sind da eine Menge Fenster auch drin. Wir sehen jetzt hier aber Folgendes, wir haben eine Holzkonstruktion und die meisten denken bei Holzkonstruktionen ganz klassisch an Akkuschrauber oder vielleicht noch eine Rad oder ähnliches, aber hier kannst du natürlich, wie er ja auch zeigt hier, mit dem Schlagschrauber richtig viel machen. Und das ist einen riesengroßen Vorteil, dass du auch echt große Schrauben schrauben kannst und dein Handgelenk wird komplett geschont. Und Igor, wenn du das Video hier siehst, schreib mal unten in die Kommentare, was hast denn du da gebaut? Hier bei Marcel sehen wir, wie er Beton, Holz und eine Schraube miteinander verbindet, nämlich mit einem Schlagschrauber. Man sieht leider nicht so richtig, was er da baut, aber es scheint so der Grund für irgendeine Konstruktion zu sein. Aber man sieht, auch dafür kannst du einen Schlagschrauber super nutzen.
Kommen wir zu Mohammed, der mal was anderes macht, nämlich er baut hier eine Kabelrinne an die Wand. Er schlägt hier den Dübel rein, hat vorher ein Loch gebohrt und jetzt geht es auch schon los. Er hat einen relativ kleinen Schlagschrauber aufgenommen. Ich glaube, das ist ja der 350er oder maximal 450er, den wir dort sehen. Und jetzt geht's ran und er macht das Ganze hier fest. Und ihr seht hier am Ende, ihr seht ja auch, wer nochmal guckt, ob es ordentlich fest ist. Und ihr seht hier am Ende, wie er eine richtig große Kabelrinne festgemacht hat. Und ich glaube, das Ding wird richtig stabil und hat Platz für wirklich viele Kabel. Jetzt müsst ihr mir mal helfen. Schreibt bitte mal unten in die Kommentare, was genau ist das hier? Was ist denn hier los? Dann schaut euch mal das Bild hier an. Hier seht ihr, wie ein sehr großer Motor irgendwie vor uns rumsteht. Hier ist, glaube ich, Volvo. Wenn wir jetzt mal weiter gucken, ist der hier unten an einem Getriebe, Schwungrad, irgendwas Ähnlichem, ja, und tüdelt da rum. Und wir sehen jetzt hier auch, wie er das Ganze löst und vor allem, wie spielend leicht er das löst. Aber mich würde wirklich interessieren, was ist das für ein Motor und was schraubt er da auseinander? Falls ihr euch fragt, was hat ein Schlagschrauber mit Holz zu tun? Ganz einfach, ihr könnt ein wunderbares Regal, wie wir es hier sehen, bauen und am Ende dort euer Holz drin lagern. Jetzt seid ihr gefragt, was sehen wir hier? Das sieht irgendwie aus wie etwas, was wir auf dem Schiff sehen, auf Windkraft, ähnliches, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es sehr massiv aus. Wenn wir hier weiterschauen, könnte es wahrscheinlich Schiff sein. Ich sage jetzt mal, ich tippe mal auf Schiff, aber eure Kommentare gerne rein. Und wenn wir jetzt hier uns das mal angucken, seht ihr echt viele und sehr große Verschraubungen. Hier auch eine ordentliche Schraube Mutter. Hier 6,5 cm, schon amtlich. Und hier sehen wir auch nochmal, wie er etwas verschraubt. Aber was ist das? Schaut euch das mal an. Was wird das? Beziehungsweise, wenn ihr wisst, was es ist, schreibt es wirklich gerne mal rein. Interessiert mich echt. Diese Anwendung fühle ich komplett, nämlich hier baut jemand sein eigenes Fitnessstudio. Das ist doch mega genial. Oder besitzt ein Fitnessstudio und baut das hier entsprechend auf. Oder. Ich hätte aber nicht gedacht, dass man so viele, so große Schrauben braucht, um ein Fitnessstudio zusammenzubauen. Hier seht ihr mal im Ganzen, das sieht schon beachtlich aus, da kann man schon ordentlich trainieren. Nee, ich glaube, das sieht nicht mehr aus wie etwas, was er für sich selber baut. Das ist schon ein professionelles, großes Fitnessstudio. Falls das nicht so ist und dein Privater, schreib es gerne mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Was wir aber hier sehen, muss ich mal reinzoomen, er hat hier einen 450er, also 450 Newtonmeter reichen eben aus, um das zu machen. Und natürlich, er wechselt auch seine Räder damit, ja klar. Und dann sehen wir hier mal ein Video, wie er das Ganze aufbaut. Und ihr seht, ein Schlagschrauber ist echt ein Multitalent, was du für alles einsetzen kannst. Wirklich cool. Und jetzt habe ich gerade echt schlechtes Gewissen, ich sollte mal wieder trainieren. Ihr seht, Holz nimmt kein Ende und hier verbinden wir wieder zwei Balken. Und der Anthony hat uns hier auch mal ein Video gemacht, wie er das Ganze gemacht hat. Und ihr seht hier Folgendes, wir haben hier auch wieder, ich glaube ein 450er, das was mehr als ausreicht, eine schöne Schraube. Ja? Und er konnte das einfach hier mit einer Hand versenken, während er mit der anderen Hand filmt. Das kannst du mit dem Akkuschrauber auf keinen Fall. Jetzt zeigt uns der Tim etwas, wo man einen riesen Unterschied macht. Nämlich, er hat hier eine Radnabe, wo er die Schraube lösen möchte. Und ihr seht hier, er kämpft und er attert und der 450er, der zeigt hier wirklich, was er kann. Der Bremsstaub rieselt da schon aus der Trommelbremse raus. Und das rieselt und rieselt und rieselt. Und am Ende des Tages sehen wir aber, es dreht sich, zack, und er hat es raus. Und das hätte ich mit der Hand nicht machen wollen. Mein Tipp an euch, wenn ihr uns mal an der Aktion teilnehmt, testen und bewerten, ja, also macht auf jeden Fall und nehmt auf jeden Fall teil, wenn wir das mal wieder machen. Mein Tipp wäre, macht bitte Bilder, wo man erkennt, genau, was baut ihr da eigentlich? Denn hier an der Stelle sehen wir riesige Stahlseile, irgendwelche, so eine Art Gewichte. Ja, aber wenn wir hier so durchklicken, sehen wir auch, dass er hier wunderbar mit dem 750er, den haben wir hier auch stehen, arbeitet und die Stahlseile so zusammentut, ja, oder zusammenschraubt im Wesentlichen. Aber soll das hier ein Zaun sein? Hält das einfach nur ein Zaun? Die ganzen Seile hier? Wofür ist das da? Ich verstehe es nicht. Ja? Also ich weiß es wirklich nicht. Würde mich interessieren, denn warum braucht man so ein massives Seil für so einen Zaun? Keine Ahnung. Aber wir sehen, auch das kann man damit machen. Und ihr habt heute gesehen, was man alles mit einem Schlagschrauber so machen kann. Und das gibt ja bestimmt noch so viele andere Dinge. Ja? Macht mal bitte Folgendes, schreibt mal unten in die Kommentare, was macht ihr alles noch mit dem Schlagschrauber und konnten wir euch ein bisschen inspirieren. Das nächste Mal, wenn ich ins Beet gehe, nehme ich auf jeden Fall den Erdbohrer, den Schlagschrauber, das ein bisschen einfacher ist mit der Schaufel.